Wie kann man denn ohne Lärm und ohne die Nachbarn zu ärgern Bass üben? In diesem Video zeige ich dir 5 Methoden, die einfach und effektiv sind und von der Low-Budget-Lösung bis zur absoluten Profi-Version reichen. Bleib dran, ich zeige dir jetzt, was es mit diesem Gerät so auf sich hat, mit diesem, wie dir das hilft beim Üben und ganz zum Schluss gibt's auch noch dieses Teil und das ist ein ganz cooles Ding, um zu üben, ohne andere zu nerven und die Lautstärke schön unten zu halten, alles auf dem Kopfhörer. Wie kannst du jetzt effektiv Bass üben, ohne andere zu stören und ohne unbedingt jetzt gleich der Riesentechnik-Nerd sein zu müssen oder massig Equipment kaufen zu können? In den 80er Jahren, da war eigentlich das Nonplusultra zum Üben für Gitarristen und Bassisten, war der Rockman. Es gab aber auch, zum Beispiel von Ibanez hatte ich so ein Gerät, da konnte man die Kassette reinstecken und einen Bass einstecken und dann dazu üben. Das war super. Mittlerweile gibt es natürlich viel mehr Lösungen, die alle viel mehr können. Die Frage ist nur, macht denn so viel Technik Sinn? Ist es sinnvoll, so viele Funktionen zu haben? Brauche ich die denn überhaupt? Oder ist es nicht viel besser, wenn ich mehr Zeit verwenden kann, um Bass zu üben und nicht die ganze Zeit verplempern mit irgendwelchen Menüs und irgendwelche Effektsounds mit reinzunehmen? Grundsätzlich macht es natürlich Sinn beim Üben, zumindest ein Metronom mit dazu zu haben oder so Backing-Tracks. Hier zum Beispiel mal auf meiner Bandcamp-Seite Backing-Track, den kann man natürlich abspielen. Und wenn man es über so ein Tablet oder über das Handy hat, hört man natürlich die Musik über den kleinen Lautsprecher, der da drin ist. Das geht, ist aber nicht so super optimal. Wenn es ganz leise sein soll, nimmt man einfach seinen Bass und spielt dann dazu, ohne einzustecken. Oder natürlich noch besser ist die Lösung, hier so einen Akustikbass zu nehmen, um den dann zu verwenden, ohne Verstärker zu spielen. Das ist nicht so wahnsinnig laut, man kann dann gut dazu spielen. Das ist mal so die simpelste Lösung, die mir so einfällt. So ein Akustikbass macht grundsätzlich dafür natürlich immer Sinn, den dazu zu haben, um daheim ohne viel Aufwand üben zu können. Man braucht keinen Verstärker, sondern man kann sofort loslegen. Immer sehr zu empfehlen. Wir haben ein Backing-Track, das wollen wir abspielen und dazu mit dem Bass spielen, ohne dass es jemand anders nervt oder irgendwie laut ist. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, nimmst deinen Verstärker, hier jetzt für mir ein Top-Teil. Hier hinten hat es jetzt bei mir einen Ausgang für den Kopfhörer und einen Eingang, da steht AUX-In dran. Dafür braucht man dann so ein Mini-Klinkenkabel, geht da rein und mit dem anderen Ende, wenn dein Tablet oder Handy das noch hat, gibt es natürlich die Kopfhörerbuchse damit rein. Falls nicht, brauchst du hier wieder einen Adapter, der an dein USB-C oder was immer Anschluss du an deinem Handy oder Tablet hast, ranstecken kannst, dass der Sound dann hier reinkommt. Kopfhörer, Eingang für die Audioquelle und dann kannst du natürlich einfach dein Bass einstecken und dazu spielen. Das geht. Hier bei diesem Gerät ist es eigentlich genau gleich wie jetzt bei dem Amp. Wir haben auch hinten wieder AUX-In, Phones, Kopfhörer out, stecken da mit Mini-Klinke rein, gehen mit dem Mini-Klinke raus in unseren Kopfhörer und stecken den Bass ein, um dann dazu spielen zu können und entsprechend die Lautstärken einzustellen. Falls du so ein kleines Mischpult hast, darüber geht es natürlich auch. So Mischpulte haben eigentlich immer einen Kopfhörerausgang, Phones. Und jetzt kannst du hier mit deinem Bass rein in einen Kanal, kannst ja auch noch Bässe oder Höhen dazu regeln. Das ist jetzt ein Vorteil, da kannst du auf den Klang Einfluss nehmen natürlich. Da ist es jetzt oft so, der hat jetzt eine große Klinkenbuchse. Da brauchst du jetzt eine Verbindung, so einen Adapterstecker, der große Klinke auf kleine Klinke kann. Geht dann hier rein, gehst mit dem Mini-Klinke-Kabel da rein. Funktioniert dann genauso. Beim Eingang ist genau das gleiche Prinzip. Brauchst einfach einen Adapterstecker, dass dein Ausgang von deinem Abspielgerät auch hier auf den Eingang passt. Aber sonst, easy Sache, kannst deine Lautstärken einstellen, kannst sofort loslegen. Dann gibt es natürlich auch noch solche tollen Geräte. Das ist so ein Mini-Kopfhörerverstärker. Den steckst du in den Bass ein, hier hinten. Und hast hier jetzt unterschiedliche Amp-Konfigurationen, EQ, Effekte,
weiß der Geier was alles. Das Gerät kann man jetzt auch über Bluetooth koppeln. Das heißt, du brauchst jetzt kein Kabel mehr von deinem iPad oder von deinem Handy, von deinem Abspielgerät, sondern koppelst das über Bluetooth, kannst dann die Lautstärke entsprechend einstellen und dann deinen Bass natürlich auch den Sound verstellen. Da hat es jetzt wahnsinnig viele Möglichkeiten, was du alles damit machen kannst, mit Effekten, mit Sounds, mit Amp-Simulation. Eventuell auch für die Reise natürlich sehr gut geeignet. Einfach rein, muss nicht viel mitnehmen. Ist aber ein zusätzliches Gerät, das eigentlich nur dafür funktioniert, für nichts anderes. Dann kommen wir zur versprochenen Profilösung. Die sieht dann so aus. Viele Kabel, viele Dreher, aber wirklich super einfach zu bedienen und mit einem kleinen Trick auch Bluetooth-fähig. Das ist jetzt so ein Gerät, das ist eigentlich ein Kopfhörerverstärker mit 3 Kanälen, der vor allem auf der Bühne verwendet wird oder auch im Studio. Wenn man so ein In-Ear-Monitoring hat, dann kann man hier rüber unterschiedliche Audioquellen zusammenmischen, um seinen Kopfhörermix selber beeinflussen zu können. Da hat es jetzt nur keine EQ-Möglichkeit, du kannst den Sound nicht verstellen. Aber in den meisten Fällen, wenn du übst, brauchst du das eigentlich gar nicht. Das hier ist jetzt die Mischpult-Einheit. Siehst hier, jetzt hat 3 unterschiedliche Drehregler, die Lautstärke einstellen. Und hier hinten haben wir die Gesamtlautstärke für deinen Kopfhörer. Wenn man dreht, wird es eingeschalten und den Ausgang zu deinem Kopfhörer bzw. In-Ear. Das funktioniert mit Batterie, zeigt sie ja auch an. Man kann das aber auch über das Kabel, zum Beispiel über sein Pedalboard, mit Strom versorgen. Das ist die Einheit, deine Lautstärke einzustellen. Zum Beispiel Input 1 wäre dein Bass und Input 2 dann ein Metronom oder dein iPad, was immer du verwenden möchtest, um die Backing-Tracks abzuspielen. Und auf den dritten Input kannst du noch keine Ahnung was drauflegen. Verbunden wird das Ganze über so einen speziellen Stecker. Ja, das ist wie ein Netzwerkkabel, wie ein CAT-Kabel. Das kommt hier rein. Ziemlich langes Ding dabei. Und das wiederum, das andere Ende, das kommt jetzt in die Einheit hin, wo wir unsere Geräte anschließen, die wir hier ja dann steuern wollen. Und so sieht das Teil jetzt aus. Wie eine Krake, also eine Peitsche. Wir haben hier unterschiedliche XLR-Stecker und können jetzt sagen, hier, das ist zum Beispiel nummeriert, die Nummer 1, da soll unser Basssignal rein. Das ist so ein Mikrofonkabel. Dein Bass hat bestimmt keinen Anschluss dafür. Das kriegst du so nicht rein. Deswegen brauchen wir hier einen Adapter. Der ist in dem Set auch dabei. Das sieht dann so aus. Den stecken wir einfach drauf und schwuppsdiwupps haben wir einen Klinkenstecker dran. Das kommt jetzt in den Bass rein. Wird hier wieder mit dem CAT-Kabel zu unserem Mischpult verbunden und jetzt können wir hierüber die Lautstärke von unserem Bass auf dem Kopfhörer einstellen. Das hier ist für die Stromversorgung, falls man keine Batterie benutzen möchte. Einfach wie in einem Pedalboard die Stromversorgung einfach dazuhängen, dann funktioniert das hervorragend. So, und jetzt kommt der absolute Clou. So eine Kupplung von XLR auf Mini-Klinke, da wird es dann schon irgendwie so ganz, ganz speziell. Und eigentlich ist es ja auch am allerbesten, man kann sein iPad oder sein Handy über Bluetooth verbinden. Und dafür gibt es jetzt ein spezielles Gerät. Das ist ein Bluetooth-Empfänger, den stecken wir einfach hier drauf, schalten den ein und dann kannst du jedes Bluetooth-Gerät mit diesem Eingang koppeln. Ne? Bluetooth wird hier über Funk geschickt, geht in dem Fall in Kanal 2 und dann lässt sich dein Bluetooth-Gerät hier rüber die Lautstärke wieder einstellen. Bass, Bluetooth über dieses Ding, super, super nützlich. Ein Gerät, das
wie gesagt, auf der Bühne wahnsinnig viel Sinn macht. Ich habe es schon oft benutzt. Ich verwende es, um meinen In-Ear-Sound zu steuern. Ich habe einmal den Standard-Monitor-Sound drauf, die Stereosumme und mein Basssignal extra. So kann ich das jederzeit anpassen, ohne unbedingt mit dem FOH-Typen oder mit dem Tontechniker am Monitorpult die ganze Zeit kommunizieren zu müssen. Ich habe das hier an meinem Gurt dranhängen, stelle das ein, alles ist super. Hier in der Verbindung mit diesem Bluetooth-Empfänger ist es natürlich super geeignet, auch für zu Hause. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich finde es genial. Das waren jetzt meine Tipps für dich, um leise zu üben, ohne die Nachbarn zu nerven. Ich hoffe, da waren ein paar Sachen dabei, die du so vielleicht noch nicht kanntest. Hoffentlich auch mindestens eine Lösung, die für dich Sinn macht. Wie gesagt, für mich ist die wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass mir ein Like da, abonniere den Kanal wie üblich und schau doch einfach mal auf meinen anderen Internetseiten vorbei. Die ganzen Links findest du unten in der Beschreibung. Dort gibt es, wie gesagt, auch den Link zu diesem Gerät mit mehr Infos dazu. Viel Spaß beim Üben. Bis bald. Ciao, ciao.